Das ist der schneereichste Ort der Welt. Der höchste jemals gemessene Schneefall lag hier bei über 23 Metern innerhalb eines einzigen Jahres. Ich kann es wirklich nicht glauben, wie viel Schnee hier einfach liegt. Das ist auch 3-mal oder 4-mal ich, oder? Ich bin im Norden von Japan in Aomori, die Stadt, die jedes Jahr in den Schneemassen versinkt. Und hier möchte ich herausfinden, wie und warum hier knapp 300.000 Menschen mit durchschnittlich bis zu 9 Metern Schnee auskommen. Das macht diese Region natürlich zu einer der beliebtesten Orte zum Skifahren oder besser zum Powdern. Doch welche Herausforderungen mit dem Schnee hier kommen und warum hier tatsächlich mehrere Menschen jedes Jahr wegen dem Schnee sterben, genau das finden wir in diesem Video heraus. Schau mal, dieser Vergleich von dem Auto zu den Schneemassen hier. Unglaublich. Und dieses Schild ist einfach schon so weit eingeschneit, man erkennt es kaum mehr. 1 Meter noch und dann wird es schwierig. Schaut euch das mal an. Oh, oh, oh. Hier fein? Hier gut? Okay. Ist dazu auch noch recht rutschig hier. Kommt der überhaupt hoch? Das hier sieht sehr schwierig aus. Also ihr seht, auch wenn man super viel Schnee hat und es so schön ist, es kommt einfach mit vielen Herausforderungen. Und Herausforderungen, die teilweise tödlich enden können. Ich will herausfinden, wie gefährlich es werden kann. Denn jedes Jahr sterben über 10 Menschen an den Folgen des massiven Schneefalls. Dieses Jahr sogar schon über 30. Erst Anfang des Jahres versank Nordjapan in einem absoluten Ausnahmezustand. Ausgelöst durch einer der heftigsten Wintereinbrüche der letzten Jahrzehnte. Die Menschen hier waren komplett überfordert. Sodass das erste Mal seit Jahrzehnten die japanische Armee eingesetzt worden ist, um die Dächer hier freizuräumen, ältere Menschen zu retten und die Infrastruktur notdürftig instand zu setzen. Seit dem 20. Januar starben trotzdem über 30 Menschen direkt durch das Schneechaos. Begraben unter Schneehaufen, von Dachlawinen getroffen oder bei dem verzweifelten Versuch, sich durch die weiße Masse zu kämpfen. Manchmal verliert man hier durch das sogenannte Whiteout die Orientierung im Schnee und erfriert. Und wie gefährlich das werden kann, werde ich später noch am eigenen Leib erfahren. Ich sehe nur noch weiß. Nichts außer weiß. Und das ist eigentlich echt gefährlich. Wenn du hier die Orientierung verlierst, vergiss es. Wie hoch ist bitte diese Schneewand? Man sagt ja immer, dass in Japan der Schnee ein bisschen anders ist, wegen der Temperatur und allem. Man muss schon sagen, schon wirklich sehr powderig. Da haben wir mal einen guten Vergleich, wie sehr das Haus zugeschneit ist. Also die erste Etage ist schon komplett zugeschneit. So, die hat wahrscheinlich nur 2 Tage oder einen Tag lang ihr Auto nicht geräumt. Junge, schau mal, wie viel Schnee das ist. Boah. Dieses Gebäude wurde gar nicht erst freigeräumt. Das ist auf jeden Fall ein Gebäude, dahinter da ist eine Tür. Aber das erkennt man eigentlich fast gar nicht, weil es so eingeschneit ist. Tatsächlich werden die Bewohner hier sogar subventioniert mit 140 € im Jahr, um ihren Schnee wegzubekommen. Also wie genau die Einheimischen das machen, das werden wir später herausfinden. Denn wir werden noch eine Familie zu Hause besuchen und uns das mal ansehen, wie die den ganzen Schnee managen. Und dafür geht es jetzt erstmal in die Innenstadt von Aomori. Wir sagen, wir erkunden jetzt mal. Die Ampel ist einfach schon fast voll eingeschneit. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krass wird. Und mir fallen hier direkt unzählige LKWs auf, die Schnee transportieren. Das sind die Schneetransporter. Die bringen den Schnee dorthin, wo er ganz schnell verschwindet. Wohin, zeige ich euch jetzt. Anders wie bei uns in Deutschland wird der Schnee hier ausschließlich nachts abtransportiert. Was auch zu einem etwas schlechteren Schlaf führt. Die Realität ist wirklich so, dass es 4 Uhr nachts ist und ich kann nicht schlafen, weil es wirklich laut draußen ist. So, wir folgen mal der Richtung, um herauszufinden, wo der Schnee eigentlich abgeladen wird. Aber der Schnee wird hier nicht einfach nur abtransportiert. Denn die Japaner haben noch ein paar Tricks auf Lager. Da sieht man richtig Sprenkelanlagen, die hier in den Straßen sind. Das ist eine Besonderheit, um die Straße vor Schnee zu schützen. Denn hier wird durch Leitungen unterhalb der Fahrbahn kontinuierlich Wasser gepumpt. Zum Großteil Meerwasser. Das ist ein ausgekühltes Schmelzsystem, das viele Einheimische bei sich zu Hause im Eigenheim auch nutzen. Aber dazu gleich mehr. Junge, was kommt da eigentlich alles an gerade gefahren? Das ist ja komplett wild. Junge, die fahren alle zu einem Ort. Da steht auf jeden Fall irgendwie jemand, der aufpasst. Ich hoffe, dass er uns durchlässt. Hi. Sorry? May I have a look? Das wird wohl erstmal nichts. Er meint, das ist eine Anlage, die vom Staat verwaltet wird. Dementsprechend darf er mich hier nicht reinlassen. Sehr, sehr schade. Ich will dem Geheimnis aber auf jeden Fall auf den Grund gehen. Deswegen werde ich morgen mit einem LKW-Fahrer genau dorthin fahren, um herauszufinden, wie die Einheimischen hier jede Nacht tonnenweise Schnee entsorgen. Aber warum schneit es hier eigentlich so viel? Im Winter strömt eiskalte Luft aus Sibirien nach Japan. Auf ihrem Weg zieht sie über das vergleichsweise warme japanische Meer und lädt sich dort mit Feuchtigkeit auf. Man kann sich das wie einen riesigen Schwamm vorstellen, der sich vollsaugt. Trifft diese feuchte Luft dann auf die Berge, wird sie nach oben gedrückt. Dabei kühlt sie ab und entlädt sich. Als Schnee. Und das passiert nicht nur einmal, sondern immer wieder. Wochenlang. Ist auf jeden Fall absolutes Schneeparadies, von dem, was man außen sieht. Aber wie geht es den Einheimischen, die hier wirklich jeden Tag mit diesen Schneemassen umgehen müssen? Dafür treffe ich meinen Guide Tomo, der mich zu einer einheimischen Familie bringt. Ich bin Tomohiko, aber nenn mich Tomo. Nice to meet you. Mr. Nakagawa. Nice to meet you. Nice to meet you. Fabians.
So, wir sind angekommen bei einem typisch japanischen Haus hier, die mit den ganzen Schneemassen klarkommen müssen. Jetzt bin ich mal gespannt, was die alles für Features haben. Ich sehe schon wirklich einiges, wo ich mir einige Fragen stelle. Zum Beispiel das hier, was auch immer das hier sein soll. Das ist ja cool. Vor 2 Wochen war dieses Haus noch komplett in schweren Schnee gehüllt. Und man konnte das andere Haus gegenüber nicht sehen, weil der Schnee sich hier gesammelt hat. Really? So everything was full, like Ja, alles war voll. Erst vor 2 Wochen. full until over here? Bis oben hin. Wow. It was record-breaking snowfall, right? Ja, diesen Februar hatten wir den stärksten Schneefall seit kurz vor Kriegsende des Zweiten Weltkriegs 1945 hier in Aomori. Allein hier in der Umgebung sind über 10 Menschen gestorben. Killed. Ja, durch Schneeunfälle. Wow. Manche von ihnen wurden durch Dachlawinen lebendig begraben. Oh. Und sie konnten nicht atmen. Meine Mutter, mein Vater, meine Oma, wo sind sie hin? Deswegen warnt uns die Regierung, niemals alleine Schnee wegzuräumen. Not by yourself alone. Krass, mal die andere Seite von Schneefall zu sehen, wo wir uns in Europa immer freuen. Und für die Locals hier wird es eher zu einem Verhängnis. Jeden Morgen nach dem Aufstehen sammelt Mr. Nakanawa hier den Schnee in seinem Garten ein. Every morning. Jeden Morgen. Und er bewegt den Schnee mit dieser Schaufel. Shovel. Anschließend bringt er ihn zum Schneeschmelzsystem, das er hat. Krass. Ist gar nicht so warm, wie ich dachte. Aber anscheinend hat es 40 Grad. Wenn wir aufwachen, sind wir noch müde und es ist anstrengend. Deswegen nutzen wir hier auch diese Schneefräsen. Okay. Ach krass. Er steuert das hier einfach straight rein dann. Und ich durfte die Schneefräse sogar auch ausprobieren. Okay. Oh mein Gott, das ist schwerer, wie ich dachte. Schneefräsen zählen aber eher zum Luxus in Aomori. Viele Einwohner müssen hier jeden Tag per Hand schaufeln. Does he do that every morning completely alone? Ja, ich muss das auch machen. Komplett alleine, jeden Morgen. Es dauert etwa 2 Stunden. Und ich muss morgens auch noch arbeiten gehen. Also müssen wir hier um 4 Uhr aufstehen, um den Schnee zu schippen. Wow. This snow has to be removed as well, right? Ja genau. Und vor 2 Wochen war dieser Haufen doppelt so hoch. Noch 2 Meter mehr. 2 Meter more. How did people manage the snow like hundreds years back? In der Zeit, in der es noch keine Maschinen gab, ist der Schnee auf den Straßen einfach immer höher geworden. Vor etwa 78 Jahren sind die Menschen hier noch regelmäßig aus dem 2. Stock rausgegangen. Das ist eine wahre Geschichte. From second floor? Ja, sicher. And how do they do it with the roof? Is the roof heated or? Nein, dieses Dach ist nicht beheizt. Bei solchen Schrägdächern rutscht der Schnee einfach nach einer Zeit herunter. Die Gefahr eines plötzlichen Schneerutsches ist also allgegenwärtig. Und selbst in Todesfällen ist die Beerdigung hier gar nicht so leicht, wie man denkt. Das hier ist ein Bestattungsunternehmen. Ein Special Guest wartet auf dich. There is someone inside? Ja, There is someone inside? ja, da ist jemand drin. So in einem Bestattungsunternehmen begrüßt zu werden, hätte ich nicht erwartet. Aber wie ich schon gesagt habe, laufen hier Beerdigungen tatsächlich anders ab, vor allem in der Schneesaison. Wir begraben viele Menschen hier erst Monate später. Vorher gibt es eine Feuerbestattung. Danach behalten wir sie bei uns, bis es soweit ist. So while winter, no one can be buried, right? Ja, vor allem hier in Aomori. Der Friedhof hier in Aomori ist mit zu viel Schnee bedeckt. Das sind so Dinge, denen ist man sich gar nicht bewusst. Erst wenn man hierher kommt, hätte ich niemals gedacht, dass das hier dann auch ein Problem ist, mit dem ganzen Schnee Menschen zu beerdigen und zu begraben. Aber auch das Bestattungsunternehmen hatte vor kurzem erst einen Schicksalsschlag. Vor einem Jahr, 2025, zusammengestürzt wegen dem Schnee, because there was so much snow. Ja, wegen zu schwerem Schnee. Das ist erst ein Jahr her. Hier sieht man richtig krass den Vergleich. Ist auch komplett zerstört worden von dem Schnee. Wie auch krass zu sehen, was für Schicksalsschläge die Menschen hier mitmachen durch diesen echt extremen Schneefall. Und es trifft nicht nur einzelne Menschen. Wenn hier die Schneemassen runterkommen, steht die gesamte Infrastruktur unter Druck. Die Straßen werden immer enger und deswegen kommen die Krankenwegen, aber auch die Feuerwehr teilweise nur noch sehr langsam oder sogar im Extremfall gar nicht mehr durch. Ich kannte einen 75-jährigen Mann, der plötzlich einen Herzinfarkt bekam. Und er ist dann leider gestorben. Because he couldn't get them fast to... Ja, zum Krankenhaus. Es sind auch schon Häuser in meiner Familie abgebrannt, die 2 Leben gekostet haben. And the fire car couldn't Nein, es kam nicht durch. because of the heavy snowfall. Die Straße wird zu schmal.
Wow. Und sogar unzählige Autos verschwinden im Schnee und bleiben wochenlang unbenutzt. Mein Auto ist immer noch im Schnee begraben. Not completely, but how long didn't you move your car? Bestimmt schon über einen Monat. Over 1 month? Ja, Leute, und jetzt gerade fängt es hier so langsam an zu schmelzen. Aber sein Auto... Crazy. Umso beeindruckender finde ich es, dass die Züge und Flüge hier fast kaum ausfallen. Und das, während bei uns in Deutschland bei 10 cm schon alles zusammenbricht. Das ist hier alles nur möglich wegen organisatorischer Meisterleistung. Auch wenn ich noch nicht so ganz verstehe, wo der ganze Schnee am Ende landet. Aber das finde ich noch heraus. Er ist der Mann, er ist Truckdriver. Er fährt den LKW immer dorthin, wo der Schnee abgeladen wird. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Hoi. Hoi. Es ist unfassbar schwer gewesen, jemanden zu finden, der uns dorthin bringt, wo der Schnee abgeladen wird. Denn das ist irgendwie ein Bereich, wo man nicht rein darf. Ich habe es ja gesehen am Anfang. Krass, wie abgesichert das hier ist. Da wäre ich ja in 100 Jahren nicht entlang gekommen. Warum genau das hier wie eine Militärzone aussieht, erfahren wir gleich. Denn vorher fahren wir zu dem Ort, der hier allermeisten Schnee abbekommt und wo es sogar Schneemonster geben soll. Und natürlich teste ich es, wie es hier wirklich ist, Ski zu fahren. Heute geht es da hoch, auf den höchsten Berg hier in der Region. Oh, das sieht hier schon wieder direkt wild aus. Was sind das bitte einfach für Schneemassen? Aber richtig günstig. Also ein Skiticket hätte mich jetzt gerade mal 6 € gekostet. Ich kann es irgendwie kaum glauben. Und jetzt hoch und runter fahren ist irgendwie teurer. Weil hoch und runter fahren kostet 11 €. Das ist so günstig. Davon träumst du ja bei uns in Europa. Und auf dem Weg nach oben sieht es schon komplett surreal aus. Alter, wie krass sieht das bitte aus? Das sind solche insane Schneemassen. Das sieht ja mal so schön aus. Hier ist jetzt tatsächlich die Gefahr von einem Whiteout. Man sieht halt nichts außer weiß, es gibt kein Netz. Zumindest habe ich keinen Empfang. Deswegen muss man schon aufpassen, dass man hier nicht verloren geht. Da hier haben wir die ersten Schneemonster. Wow, schau ich das an. Wow, Junge, Junge, Junge. Sehen die krass aus. Denn diese Schneemonster sind komplett eingeschneite Bäume, die man gar nicht mehr wiedererkennt und die es nur hier in Japan gibt. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinlaufen soll. So cool sieht das hier aus. Was ist das bitte für ein krasser Baum? Das sieht aus wie eine Ziege fast. Ach, da ist sogar so ein Haus davor. Das ist irgendwas. Krass. Ist auf jeden Fall unfassbar kalt. Ich bin hier auf so einer Expedition hier. Ich bin gerade schon komplett alleine. Ich sehe nur noch weiß. Und das ist eigentlich echt gefährlich. Wenn du hier die Orientierung verlierst, vergiss es. In solchen Momenten versteht man, wie gefährlich es hier werden kann. Genau hier am Mount Hakoda passierte 1902 eine der schlimmsten Bergkatastrophen Japans. Eine Einheit der japanischen Armee geriet in einen Schneesturm. Von 210 Soldaten überlebten nur 11. 199 Männer starben im Schnee. Heute ist es also viel zu gefährlich, alleine Ski zu fahren. Deswegen bin ich am nächsten Tag wiedergekommen bei strahlend blauem Himmel. So Leute, Skisachen sind am Start, Ticket gekauft. Einmal für 30 € kann man 6 Mal hoch und runter fahren. Für 50 € könnte man 11 Mal hoch und runter fahren. Ich glaube, so viel schafft man gar nicht, weil man steht hier schon echt ordentlich an. Aber trotzdem ultra günstig. Für die Skisachen habe ich auch so 35 € bezahlt. Also für alles Ausleihen, Helm, Skischuhe, wirklich alles, bis auf Brille. Also man kommt hier summa summarum auf 60 bis 80 €. Das crazy ist. In Europa würde man wahrscheinlich 200 € für den Tag bezahlen. Heute kann man die Schneemonster sogar noch besser sehen. Genau hier stand ich noch, als hier alles zu war. Und jetzt erkennt man das mal richtig. Und das war das Ding, wo ich dachte, was ist das für ein Riesenbaum. Bei der Sonne sieht es nicht ganz so mystisch aus, aber trotzdem mega schön. Also, was man sagen muss, es ist alles so ein bisschen wilder. Ich glaube, die Pisten werden nicht präpariert. Aber man ist auch komplett alleine. Leute, ich habe jetzt hier gerade noch mal einen Lift ausprobiert und ihr seht richtig, hier gibt es keine Absperrung, die wir bei uns immer haben. Ticket für einmal fahren. Man kann einmal fahren buchen, kostet 2,50 €. Das ist schon cool, muss man sagen. Schnee ist, es ist normal, würde ich sagen. Also vorhin, als ich im Wald gefahren bin, war es noch mal ein bisschen geiler. Juhu. Ich denke, ist jetzt gerade einfach leider ein bisschen zu spät für unfassbar viel Schnee an einem Tag. Also wirklich von 1 bis 10, Skifahren hier eine 7. Mit richtig viel Schnee wahrscheinlich sogar eine 10. Bleibt also noch eine Frage zu beantworten. Was machen die Einwohner mit dem Tonnen von Schnee? Oh my God. Wait, this is how you do it? Oh my God, das sieht wirklich gefährlich aus. Oh, wow. Der ganze Schnee schmilzt natürlich im Ozean, im Meer viel, viel schneller, wie wenn man den irgendwie hier lagert. In den letzten 5 Jahren sind mehrere Trucks ins Meer gestürzt. Oh no. Manche sind gestorben. Es gab schon schreckliche Unfälle. No. And they go over? Ja, sie fahren über den Rand, weil sie zu schnell sind. And they didn't get out? Nein, sie kamen nicht raus.
Deswegen ist hier auch alles so gesichert. Wirklich beeindruckend zu sehen, wie viel Schnee hier fallen kann, aber natürlich auch, welche Schicksalsschläge sich dadurch ergeben und wie die Menschen mit so außergewöhnlichen Bedingungen klarkommen. Abonniert gerne den Kanal. Hier geht's jetzt zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.